Du bist der allerletzte, der mich heilen könnte. Du hast mich doch überhaupt erst so krank gemacht. Natalie, schön dich zu sehen. Natalie? Du gibst mir also die Schuld dafür, dass es dir so schlecht geht? Dann will ich dir jetzt mal was sagen. Was in Paris gelaufen ist, war nicht schön. Weder für dich noch für mich. Aber dein Vorschlag, einfach durchzubrennen, ist ja wohl auch keine Lösung. Das musst du zugeben. Dann bin ich wohl selbst schuld, dass ich hier liege. Zu einem großen Teil zumindest. Du willst den Tatsachen doch einfach nicht ins Auge sehen. Und was ist mit dir? Du wolltest auch nach Paris. Mit mir. Aber ich weiß, dass es ein Fehler war. Und aus Fehlern kann man lernen. So nennt man das also jetzt. Wenn man zu feige ist, zu seinen Gefühlen zu stehen. Ich liebe dich, Sarah, und dazu stehe ich. Aber ich weiß auch, dass wir keine Möglichkeit für eine Beziehung haben. Bitte verabschiede dich endlich von unserem Traum. Dann geht es dir besser, das verspreche ich dir. Und zwar nicht als Arzt, sondern als Bruder. Hör zu. Du hast einen wirklich tollen Freund. Dein Studium macht dir Spaß. Bitte hör endlich auf, in der Vergangenheit zu leben. Versuch nach vorn zu schauen und genieß dein Leben. Dann brauchst du auch keine Magenspiegelung. Probleme, Doc? Ich habe euch Halbgötter in Weiß immer bewundert. Nein, wirklich, Sie machen einen verdammt harten Job. Entschuldigung, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, danke, nicht nötig. Suchen Sie irgendjemanden, oder? Schon gefunden. Tja, dann. Schönes Leben noch. Ich weiß, die Besuchszeit ist längst vorbei, aber kann ich trotzdem zu Sarah? Ja, natürlich. Wisst ihr schon mehr? So geht das schon seit 2 Tagen. Ich weiß nicht, wie andere Mütter damit fertig werden. Bestimmt nicht besser als du. Soll ich sie mal nehmen? Gern. Na, meine Süße. Oh, das ist jetzt nicht wahr. Deshalb sind Anwälte so gefürchtet. Früher oder später bringen sie jeden zum Schweigen. Ja, aber wie hast du das gemacht? Verrat mir den Trick, ich bezahle jeden Preis. Weißt du, was ich glaube? Ihr schaukelt euch gegenseitig hoch. Und jetzt, wo sie merkt, dass du sie abgeben kannst, darf sie auch endlich mal durchatmen. Ich hoffe, sie schläft ein paar Stunden. Sie hat es mindestens genauso nötig wie ich. Das mache ich schon. Und du legst dich jetzt erstmal hin. Du bleibst bei der Kleinen? Ich werde jede einzelne Minute genießen. Nicht gewollt, Natalie. Aber wenn ich es Ihnen doch sage, mir geht es wirklich schon viel besser. Sie müssen keine Angst vor der Gastroskopie haben. Wir können das unter Vollnarkose machen, kriegen Sie überhaupt nichts mit. Ich will überhaupt keine Magenspiegelung. Ich will nach Hause. Aber wenn es ein Magengeschwür ist. Wenn es eins wäre, dann wüsste ich das. Hör zu, Sarah, ist es dir lieber, wenn Leonard die Untersuchung übernimmt?
Er hat zwar mich drum gebeten, aber daran soll es nicht scheitern. Da siehst du's. Du hast die freie Wahl. Und nach der Untersuchung wissen wir wenigstens, was los ist. Hm? Sarah, wenn du es nicht für dich tust, tu es wenigstens für mich. Ich will einfach nur sicher gehen, dass nichts übersehen worden ist. Versprichst du mir, dass du da bist, wenn ich aus der Narkose aufwache? Ich schwöre. Na gut, wenn es dich beruhigt. Na, wie habe ich das gemacht? Für den Anfang doch gar nicht schlecht, oder? Und jetzt kommen wir zur Schönheitspflege. Obwohl das bei dir gar nicht nötig ist, eigentlich, ne? Was ist? Hey, das ist eine Spitzencreme, du wirst das merken. Oh, nee, das tut mir leid. Warum gibt's dafür auch keine Gebrauchsanleitung? Was ist denn jetzt? Oh, Moment. Besser? Ich weiß gar nicht, was deine Mama hat. Du bist doch der reinste Sonnenschein. Und wenn man mir den Strampler falsch anziehen würde, dann würde ich auch meckern. Ansonsten bist du doch ziemlich pflegeleicht. So. Und Stuhlmein. Kriegen wir dich auch noch. Meine kleine, hübsche, sabbernde Prinzessin. Ich habe übrigens noch nicht herausgekriegt, wer diese unverschämten Fotos gemacht hat, aber das werde ich noch, verlasst euch drauf. Klinikmitarbeiter immerhin scheint dafür nicht in Frage zu kommen. Egal, wer den Fotografen dorthin bestellt hat. Du hast ihm erst den Anlass für dieses Foto gegeben. Mea culpa, aber wer konnte auch ahnen, dass mein Gespräch mit Olivia derartig missinterpretiert wird? Du hättest dich mit einer solchen Person gar nicht erst in der Öffentlichkeit derartig exponieren dürfen. Noch dazu einen Tag nach Nathalies Selbstmordversuch. Wenn du das mit deinem Gewissen vereinbarst. Das ist deine Sache, mein Lieber. Keiner da? Papa müsste eigentlich... God save our gracious Queen, God save our noble Queen. Gott save dich. Hallo, Arno. Ich hab dir was mitgebracht. Und dazu musst du das ganze Empire ausplündern? Leider hat mir dazu das nötige Kleingeld gefehlt. Aber ich hoffe, du magst Shortbread. Ach nein, du hast dich erinnert. Doch, du bist ein Schatzjüngling. Sag mal, was ist das denn? Hat dir das englische Frühstück nicht geschmeckt? Ganz im Gegenteil. Wir haben von morgens bis abends gespachtet. Shepherd's Pie, Fish and Chips, Chutneys, Und Burger. warum hast du denn Apo nicht zugenommen? Naja, ich bin bestimmt 30 Kilometer am Tag gelaufen. Anschließend haben wir dann Theater und Kinos abgeklappert und dann haben wir bis 5 Uhr morgens getanzt. Bis 5 Uhr morgens getanzt, anstatt zu lernen, ja? Na, ich kümmere mich um meinen Kirschboden. Den habe ich eigenhändig belegt. Na super, dann kann ich ja gleich weiter essen. Und dann fahren wir zu Carla. Ich will endlich das Baby sehen. Du bist doch gerade erst angekommen. Und jetzt willst du schon wieder los? Na klar, sie muss doch ihre Kilometer abreißen. 30 am Tag. Wenn du nicht mit willst, kann ich auch alleine fahren. Aber du hast doch am Telefon gesagt, dass es zwischen euch zurzeit ganz gut läuft. Das tut es auch, ja. Oder hat sie keinen Bock auf Besuche? Das kann ich mir nicht vorstellen. So stolz, wie sie auf ihre süße kleine Tochter ist. Ist Sophia wirklich so süß? Nein, viel süßer. Und wie kommt Carla mit ihr klar? Großartig. Sie geht in ihrer neuen Aufgabe auf, als hätte sie nie was anderes gemacht. Ciao, Bella. Ich rufe dich an, wenn ich wieder zu Hause bin, okay? Okay, das ist lieb von dir. Die Ablösung. Gregor, hallo. Hallo. Hallo, Sarah. Hallo. Wie geht's dir? Ja, gut. Aber was machst du denn hier? Ach, nur ein kleiner Routinecheck. Das übliche Prozedere nach einem Infarkt. Leonard hat mir gesagt, dass du hier bist. Mir geht's eigentlich gut, aber die anderen machen die Panik. Also komm, eine Magenspiegelung nimmt der Arzt nicht ohne Grund vor. Mir war in letzter Zeit nur einfach ein bisschen übel. Das ist alles. Ah ja. Doch
doch nicht etwa die Nervosität vor der großen Doppelhochzeit? Oder? Es wird keine Doppelhochzeit geben. Wie bitte? Gregor und ich, wir wollen doch lieber alleine heiraten, ohne viel Aufwand. Sarah, ihr habt euch doch so auf dieses große Fest gefreut. Ja, ich weiß. Aber das hat sich jetzt geändert. Jedenfalls für mich. Ich hoffe nur, dass ich nicht der Grund dafür bin. Du? Ja, vielleicht willst du mich ja mit deiner Hochzeit nicht dabei haben. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Sarah, wir kennen uns kaum. Und unsere Beziehung ist auch nicht sonderlich eng. Jetzt hör sofort auf damit. Natürlich will ich, dass du kommst. Ich wäre sogar sehr traurig, wenn du es nicht tätest. Ich unterstütze dich auch gern bei den Vorbereitungen, also zumal du nicht ganz auf dem Damm bist. Falls das der Grund ist. Nein, die Vorbereitungen sind auch nicht der Grund. Es ist... Also liegt es doch an mir. Nein, verdammt nochmal, es ist wegen Leonhard. Wir waren zusammen in Paris. Wie lange soll das noch so weitergehen mit Ansgar und mir? Ich habe die Zeitung gelesen. Sie haben offenbar eine Menge Spaß bei Ihrem Job, oder? Sagen Sie mir bitte, was mich in den nächsten Wochen erwartet. Na, was schon. Sie sind nett zu ihm und ich bezahle Sie dafür. Sagen Sie, sind Sie nicht sowieso gleich mit ihm verabredet? Was ist, wenn er mir die Schuld für das Foto in die Schuhe schiebt? Wenn Sie sich so verhalten, wie ich es Ihnen gesagt habe, kann Ihnen überhaupt nichts passieren. Und jetzt, wenn ich bitten darf. Es gibt nämlich noch Leute, die müssen für ihr Geld arbeiten. Der war gut. Ich weiß. So, da bin ich wieder. Natalie wird schon bald entlassen. Es wird nicht schwer sein, den Gutachter zu bestechen. Nicht alle Ärzte sind langweilige Saubermänner wie dein ehemaliger Fastschwager Leonhard. Du erwähnst auffällig oft Leonhard. Warum? Möglicherweise steht er mir näher, als du denkst. Wie nah? So nah, wie sich zwei Menschen nur stehen können. Das ist jetzt nicht wahr. Leonhard ist dein Sohn? Das hast du gesagt. Ich fass es nicht. Weiß Johannes schon Bescheid? Noch nicht. Aber es wird mir eine große Freude sein, ihn zu gegebener Zeit davon in Kenntnis zu setzen. Das löscht du bitte. Schlaf noch ein bisschen weiter, ich muss dein Schnarchen noch aufnehmen. Und dann erpresst du mich damit vor der Anwaltskammer von wegen. Mensch, du bist ja wirklich ein Naturtalent. So lange war die Kleine am Stück noch nie bei mir ruhig. Dabei habe ich doch gar nichts Großartiges gemacht. Ein bisschen gewickelt, ein bisschen gesungen und ein bisschen eingecremt. Und dabei bin ich selbst eingenickt. Ach was, du bist ein toller Papa. Wie habe ich das nur all die Jahre ohne so ein kleines Wesen ausgehalten? Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Geht mir genauso. Ich bedauere alle Männer, die so etwas Wunderbares nicht erleben dürfen. Vater werden, was gibt es Schöneres? Podolski, vielleicht die letzte Szene? Oh, schade. Ein gutes Zuspiel für Bert Schneider geworden. Hey. So, Podolski. Komm, ich weiß was Besseres als Fußball. Oh, bist du nicht in Stimmung? Wegen dem Foto? Ich kann doch auch nichts dafür. Mit dem Pressefritzen heiße ich nur noch Double L des Landsteinluder. Na, wie ungerecht. Allerdings. Mein guter Ruf ist im Eimer.
Soll ich gehen oder was? Findest du mich nicht mehr sexy? Kannst du nicht einfach mal die Klappe halten? Was Leonard mir an den Kopf geworfen hat, das war so verletzend, so brutal. Sarah, er mag sich im Ton vergriffen haben. Aber was die Fakten angeht, hat er nur die Wahrheit gesagt. Er war einfach nur feige. Wie kannst du so etwas sagen? Ihr beide seid Bruder und Schwester. Was hätte er deiner Meinung nach tun sollen? Sarah, hör mir zu. Wenn du für Leonard mehr empfindest als schwesterliche Zuneigung, dann ist das nicht gut für dich. Leonard ist dein Bruder. Finde dich damit ab, oder du wirst dein Leben lang unglücklich sein. Aber er empfindet doch auch etwas für mich. Und wenn er nicht dazu steht, dann macht er sich was vor. Leonard heiratet Jana, weil er Jana liebt. Und nicht, weil er sich etwas vormacht. Mein Gott, ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass deine Gefühle für ihn immer noch so stark sind. Sarah, du musst Leonard vergessen. Eine unerwiderte Liebe wird dich in den Wahnsinn treiben, hörst du? Aber wie denn? Wie soll ich ihn denn vergessen? Ich liebe ihn doch, auch wenn er mein Bruder ist. Hallo, Carla. Ach, ihr seid ihr geflogen? Oh, ist die süß. Darf ich mal? Ja, sei aber vorsichtig, bitte. Schau mal. Carla. Vorsicht mit dem Köpfchen. Ja. Hallo, Sophia. Ich bin Lisa. Na, wie geht's dir, kleine Maus? Ich will auch ein Baby. Erst wird Abi gemacht. Ach Quatsch, Babys sind viel cooler. Wenn du dich da mal nicht vertust. Die Kleinen, die können ganz schön anstrengend sein. Und wieder zurück. Na, gefällt sie dir, Mäuschen? Lars, Es ist noch Suppe da. bist du etwa hier, seit du Carla die Spielhorn vorbeigebracht hast? Das war heute Morgen. Ist irgendwas mit Sophia? Sollen wir es ihr sagen? Was sagen? Du kannst dir gar nicht vorstellen, was hier los war. Um Gottes Willen, was ist passiert? Ich habe fast den Verstand verloren. Und schuld daran ist diese kleine junge Dame. Wenn ich mit ihr zusammen bin, dann vergesse ich alles um mich herum und merke gar nicht mehr, wie schnell die Zeit vergeht. Wenn Sie dann bitte fortfahren möchten. Ja, dann passierte die Sache mit Hannes. Mit seinem Verschwinden hat sich natürlich alles verändert. Ansgar hat den Verlust nie verwunden und seit dem Tag hasst er mich. Was Sie für Hass halten, könnte auch Enttäuschung und Trauer sein. Sie kennen Ansgar nicht. Wenn er sie hasst, dann spüren sie das auch körperlich. Und die ganze Sache hat Ihnen so schwer zugesetzt, dass Sie keinen anderen Ausweg wussten, als sich... Regelmäßig zu betrinken. Aber davon bin ich wieder losgekommen. Ich rede von Ihrem Suizidversuch. Ich habe nie versucht, mich umzubringen. Dafür hänge ich doch viel zu sehr an meinem Leben. Wozu dann die Schlaftabletten? Das habe ich Ihnen noch schon gesagt. Die muss Ansgar mir in den Orangensaft getan haben. Und welche Veranlassung sollte er dazu gehabt haben? Es sollte wie ein Selbstmordversuch aussehen. Nur so konnte er mich doch gegen meinen Willen hier einweisen lassen. Ich bin sicher, er und seine Familie wollen Ihnen nur helfen. Das Einzige, was Ansgar interessiert, das ist sein Vergnügen. Gott, mach das Scheißding aus. Spinnst du? Ich bin gerade im 7. Level. Jetzt ist das richtig spannend. Dazu, wenn ich noch einen einzigen Ton höre, fliegt das Teil in hohem Bogen aus dem Fenster. Ist das klar?
kann ich denn dafür, wenn deine Frau in der Klapse ist und die Zeitung drüber schreiben? Pass mal auf, Schätzchen. 2 Dinge solltest du dir mal grundsätzlich merken. Erstens, du hältst dich aus meinen Angelegenheiten raus. Und zweitens, du sprichst nicht so über meine Frau. Am besten erwähnst du sie gar nicht. Sie ist krank. Im Übrigen geht dich das einen Dreck an. Schon gut. Es war ja auch nicht persönlich gegen sie gerichtet. Aber wenn wir hier zusammen im Bett liegen und du dir lieber so ein bescheuertes Fußballspiel anguckst, anstatt dich um mich zu kümmern, dann stimmt irgendwas nicht mit dir. Was denn? Glaubst du im Ernst, du bist spannender als ein Fußballspiel? Ich weiß zwar nicht warum, aber du hängst immer noch an der alten Schnapsdrossel. Wie geht's eigentlich Sarah? Oh, die Magenspiegelung war ohne Befund. Also, scheint alles in Ordnung zu sein. Das ist ja toll, dann kommt sie bald wieder raus. Hoffen wir es. Das war bestimmt nur die ganze Aufregung wegen der Hochzeit. Und dann noch Berlin. Was meinst du? Ich wünschte, es wäre so. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass da noch irgendwas anderes ist, weißt du? Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, sie ist schwanger. Aber Soll ich sie fragen? besser nicht. Ich frage mich nur, ob ich sie mit meinem Heiratsantrag nicht überfahren habe. Dass nicht alles zu plötzlich kam. Wie macht man denn bitte sonst einen Heiratsantrag? Bereitet man alles wochenlang vor? Natürlich nicht, aber Jetzt mach dir mal keine Gedanken. Sarah liebt dich. weißt du, was komisch ist? Das hat sie mir noch nie gesagt. Sag mal, darfst du denn schon wieder was trinken? Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Es hat gut getan, sich mal alles von der Seele zu reden. Du musst mir nur eins versprechen. Bitte red mit niemandem über das, was ich gerade gesagt habe. Selbstverständlich bleibt das unter uns. Ich hoffe nur, dass du die richtigen Konsequenzen ziehst. Sarah, diese ganze Sache belastet mich genauso wie dich und Leonhard. Ich fühle mich in gewisser Weise mitverantwortlich für das, was zwischen euch war und immer noch ist. Weißt du, gerade in der Liebe macht man sich gerne etwas vor. Man wählt den vermeintlich leichteren Weg, um möglichen Komplikationen aus dem Wege zu gehen. Aber eine falsche Entscheidung, glaub mir, eine falsche Entscheidung holt dich unweigerlich immer wieder ein. Und deshalb denke ich, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Was meinst du denn damit? Bevor du nicht nur dich, sondern auch noch Gregor belügst, sag die Hochzeit ab. Du darfst ihn auf keinen Fall heiraten.